Wenn wir die ersten 10 Minuten wieder so spielen wie in Wolfsburg, bitte nicht. Dann können wir auch gleich zu Hause bleiben. Ganz herzlich. Im schönsten Stadion der Welt, die besten Fans der Welt. Ich begrüße die Fans von Borussia Dortmund. Hallo und herzlich willkommen zum letzten Feiertagsmagazin des Jahres 2022. Und wir wollen natürlich beim letzten Feiertagsmagazin ein klein wenig zurückblicken. Deshalb freue ich mich besonders, dass Hans-Joachim Aki Watzke heute hier ist. Aki, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja. Und bevor wir jetzt aber nach vorne schauen, wollen wir ein ganz klein wenig zurückblicken. Was hat in Wolfsburg gefehlt? Warum steht am Ende die Niederlage? Ich bin jetzt gerade so weit, dass ich sage, dass wir eigentlich nicht unser schlechtestes Spiel gemacht haben gestern. Dass ich aber gleichwohl überhaupt nicht verstehe, warum wir die ersten 10 Minuten komplett verpennen. Ich weiß nicht, was wir glauben. Letztes Jahr waren die Wolfsburger die laufschwächste Mannschaft in der Liga. Jetzt unter dem Kovac, weil es ja klar, Niko Kovac, der macht die natürlich, der bringt die jetzt ans Laufen. Da werden die auch manchmal ab und zu kotzen, aber die laufen jetzt und dann glauben wir irgendwie, die empfangen uns locker. Ne? Und dann liegen wir 1-0 zurück und danach haben wir gute Chancen gehabt. Wir haben gestern kein Spielglück gehabt, muss man auch sagen. Wir hatten die letzten Wochen viel Spielglück. In Frankfurt haben wir, glaube ich, 3-mal aufs Tor geschossen, gewinnen das Spiel. Und gestern haben wir es halt verloren. Das ist extrem ärgerlich, ja. Jetzt waren das natürlich auch kräftezehrende Wochen für unsere Mannschaft. Ich meine, wir können uns nicht daran erinnern. Ich glaube, es gab es auch noch nie, sechs englische Wochen. Der letzte Auftritt ist dann morgen gegen Gladbach. Was glaubst du, was werden wir da für ein Spiel sehen? Ja, es ist die gleiche Voraussetzung natürlich. Wir haben diese ganzen englischen Wochen, die ja auch wirklich zehren. Die haben sich ja im Prinzip die Gladbacher genauso gut wie die Wolfsburger immer wochenlang immer nur schön samstags gespielt. Auf der anderen Seite, der Unterschied ist natürlich der, Wolfsburg hatte davor die Wochen sehr erfolgreich gespielt. Das hast du auch gestern gespürt, die hatten sehr viel Selbstvertrauen. Gladbach ist es vielleicht ein Tick anders. Aber zu glauben, wenn wir die ersten 10 Minuten wieder so spielen wie in Wolfsburg, bitte nicht. Dann können wir auch gleich zu Hause bleiben. Ne? Und das muss die Mannschaft irgendwann kapieren. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch, und ich bin ja da selber immer dabei, mich auch selbst so ein bisschen da in Zaum zu halten. Wir müssen natürlich auch der Mannschaft mal ein bisschen Zeit geben. Ne? Wir haben einen großen Umbruch. Wir hatten einen großen Umbruch im Kader. Wir haben mit Erling Haaland einen der besten Mittelstürmer der Welt verloren. Riesenpech gehabt, dem wir als Nachfolger auserkoren haben, hat Krebs. Er hat noch keine Minute für den BVB gespielt. Wir haben einen neuen Trainer, wir haben einen neuen Sportdirektor. Wir haben also eine komplett neue sportliche Leitung, deren wir auch Vertrauen geben müssen. Das kannst du nicht immer sagen im August, ja, jetzt, ihr habt unser Vertrauen. Und wenn wir dann mal ein paar Rückschläge kriegen, dann sagen wir im November, ja, aber richtig toll ist es auch nicht. Wir müssen uns entwickeln und wir müssen dem Edin die Zeit geben, auch mit der Mannschaft. Der Adeyemi ist 20, der Moukoko ist 17, der Jude ist 19. Der Malen ist noch kein fertiger Spieler in dem Sinne. Die müssen sich entwickeln und das kostet manchmal leider Gottes ein bisschen Zeit, auch wenn es einen dann nervt. Aber die sollten wir nicht geben. Dann hoffen wir natürlich darauf, dass es optimal läuft in der Rückserie. Jetzt ist morgen das letzte Spiel des Jahres 2022. Und mich würde natürlich interessieren, wie fällt dein Fazit aus? Ich denke, das Überwintern in allen Wettbewerben ist ja auf jeden Fall schon mal erreicht. Und das war ja auch ein Ziel, was wir rausgegeben haben. Letztes Jahr haben wir hier gestanden, waren souveräner Zweiter. Waren aber aus der Champions League rausgeflogen. Haben alle gesagt, ja, Entschuldigung, was nützt dir der zweite Platz, wenn du aus der Champions League rausfliegst? Jetzt ist es dieses Jahr enger, auch weil Freiburg und Union Berlin, die machen das ja alle gut. Leipzig hat eine richtig gute Mannschaft und haben aber auch schon einen Trainerwechsel machen müssen. Und deshalb ist es dieses Jahr enger. Das heißt, wir sollten idealerweise am Freitag dieses Spiel noch mal für uns entscheiden. Dann mit 28 Punkten. Da kannst du wir müssen ja nicht glauben, es ist jetzt nicht Halbzeit. Wir haben noch 2 Spiele. Nee, das stimmt. Und das heißt, dann könntest du noch auf 34 kommen. Das wäre dann sehr gut. Du bist in der Champions League weiter, im Pokal sind wir noch drin. Aber wir müssen dieses verdammte Spiel am Freitagabend in Gladbach gewinnen. Und da müssen wir noch mal alles rausziehen, weil am Ende von dieser Tabelle, die du am Sonntagabend dann liest, da musst du erstmal dann, weiß ich nicht wie viele Wochen, 10, 12, wie viele Wochen damit leben. Und ehrlicherweise, wir müssen es einfach gewinnen. Ja, genau. Und wir haben eine gute Mannschaft und die sollen sich einfach fokussieren. Und die sollen von der ersten Minute an, bitteschön, dann noch alles da reinhauen. Idealerweise nicht so viele Standards sich reinknallen lassen und vielleicht auch mal selber ein Standardtor machen. Das wäre der Plan. Und
Aki, da gibst du mir sicherlich recht. Wir haben ja auch schon schöne Momente in dieser Saison erlebt. Und die schönsten Tore oder schönsten Momente, die schauen wir uns jetzt noch einmal gemeinsam an. Ich habe direkt Gänsehaut gekriegt. Das war heute da leider ein Rückfall. Er kommt gut und Tor! Youssoufa Moukoko per Kopf in der 79. Minute. Schlotterbeck! Tor! Tor! Modest! Toni Modest! Ich hatte das Gefühl, das vegane Stadion explodiert. Das war der helle Wahnsinn. Ja, da waren ja doch einige emotionale Momente mit dabei. Ist dir ein emotionaler Moment der Halbserie noch im Kopf, auch wenn sie vielleicht nicht dabei war? Ja gut, das 2-2 gegen Bayern war schon besonders. Das Problem und die Gefahr bei so einem Ding ist natürlich, das hat ja relativ viel Emotionen ausgelöst. Am Ende hast du aber nur einen Punkt. Wir hatten alle das Gefühl, wir haben das gewonnen. Wir haben 2-2 gewonnen. Aber wenn du dann in die Tabelle guckst, hast du trotzdem nur einen Punkt. Ja. Das ist eigentlich schade dabei. Aber nein, ich glaube, dass wir in der Entwicklungsstufe viele gute Schritte schon gemacht haben. Wir haben jetzt zum Beispiel wirklich einen Torwart, der uns auch Spiele gewinnt. Das muss man einfach sagen. Wir haben auch wir haben mit Schlotterbeck, auch mit Özcan Spieler dazu bekommen, wo du das Gefühl hast, dass die sich wirklich auch komplett da reinhängen, was man ja uns immer wieder auch mal unterschwellig unterstellt hat, dass das nicht so ist. Und auf diesem Weg müssen wir weitermachen. Wir werden sicherlich im Sommer auch noch mal ein bisschen neue Dinge, noch mehr in diese Richtung auch gehen. Wir brauchen noch 1, 2 Spieler, die sich mit Haut und Haaren auch in jeden Zweikampf reinknallen. Und ich glaube, dass die Entwicklung insgesamt gut ist. Ich habe jetzt vor kurzem gesehen, wir haben in den letzten 12 Jahren, seit wir das erste Mal Meister waren, gibt es 4 Mannschaften in Europa, die haben sich alle 12 Mal für die Champions League qualifiziert. Das ist Bayern, das ist Real Madrid, Barcelona und Man City. Und dann gibt es nur noch 3, die sich 11 Mal qualifiziert haben. Das sind wir, das ist Paris und Juventus Turin. Und sonst niemand. Und dann kommt als nächster Chelsea dann mit 10 Qualifikationen. Also daran siehst du schon, dass wir gerade in einer Periode, man kann das ja über einen Zeitraffer von 12 Jahren, in einer Periode absoluten Stabilität sind. Das haben wir noch nie gehabt als Borussia Dortmund. Und insofern das Glas ist mehr als halb voll. Auch wenn wir uns trotzdem immer noch ärgern über das Ding gestern in Wolfsburg. Das ist aber auch normal, so geht das. Ja. In dieser Saison hatten wir dann endlich wieder von Beginn an Vollauslastung. Gleichzeitig kommt mit der Energiekrise die nächste Problematik auf uns zu. Wie siehst du den BVB für die aktuellen politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen aufgestellt? Ja, ich glaube, dass fast kein Verein besser aufgestellt ist, um das mal ganz unbescheiden sagen zu wollen. Weil, also Energiekrise ist für die Leute persönlich, für jeden Einzelnen eine ganz harte Geschichte. Für Borussia Dortmund war Corona viel einschneidender. Das ist ja klar, weil das Corona ist denen nicht so in den Geldbeutel gegangen wie jetzt die Energiekrise. Aber für uns war es natürlich ein Desaster. Wir haben über 100 Millionen, 125 Millionen oder was durch Corona verloren. Und sind immer noch sehr stabil geblieben, mussten keine Mitarbeiter entlassen und was weiß ich nicht alles. Also das war schon, glaube ich, eine sehr gute Leistung vom BVB. Die Energiekrise kostet uns Geld, die bringt uns aber nicht um. Wir haben sehr viel überlegt, wo können wir was einsparen. Ich bin davon überzeugt, dass wir 15-20% Energie einsparen jetzt in der nächsten Zeit. Auch schon mit angefangen haben. Wir haben das Solardach, also es gibt ja schon eine ganze Menge Entwicklungen. Und ich glaube, im sozialpolitischen Engagement, im Bereich unserer sozialpolitischen Verantwortung, aber auch was die Themen Nachhaltigkeit etc. angeht, da sind wir, glaube ich, schon beispielhaft aufgestellt und das macht auch Spaß.
Jemand, der mit Sicherheit auch Anteil daran hat, dass der Verein so gut aufgestellt ist, ist Reinhard Rauberl. Jetzt hört er auf, stellt sich nicht wieder zur Wahl. Wie groß wird die Lücke sein, die er hinterlässt? Ja, also Reinhard Rauberl hat einen alles entscheidenden Anteil daran, das ist ja klar. Erstens war er der Erste, der damals 2004 im November gesagt hat, das ist ja jetzt 18 Jahre her, okay, ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen. Und dann haben wir beiden dann angepackt und das hat 18 Jahre wunderbar funktioniert. Also die Zusammenarbeit mit Reinhard, das war ganz groß, menschlich ganz groß. Also es hat nie zwischen uns, wir hatten mal unterschiedliche Meinungen, wie das normal ist, aber es hat nicht einen Tag gegeben, wo wir nicht mehr miteinander gesprochen hätten oder was. Weil im Fußball 18 Jahre, da verkracht sich fast jeder. Und das ist überhaupt nicht der Fall. Und Reinhard hat etwas, der hat ein Charisma. Und auch in der Zusammenarbeit zwischen uns beiden hat er definitiv die größere Leistung gebracht, weil ich weiß, es ist mit Reinhard Rauberl aus meiner Sicht, kann man viel besser zusammenarbeiten als aus seiner Sicht mit mir. Weil er einfach gelassener ist, weil er jemand ist, der das dann auch alles, der mir auch oft gesagt hat, pass mal auf, überzieh jetzt mal nicht und sei nicht zu ungeduldig. Und also das hat mir persönlich sehr geholfen. Und Reinhard ist jemand, der kann jeden Verein befrieden, weil er einfach eine Persönlichkeit ist. Ne? Riesenfußstapfen. Und es ist natürlich, das ist ja das, wir sind als Verein, die meisten merken es gar nicht so, aber wir sind schon sehr stark im Umbruch. Weil auch im Verein, Michael Zorc im Sommer, für mich einer der wichtigsten Leute, ist gegangen. Jetzt geht der Reinhard. Ich bin ja jetzt ganz alleine quasi noch von denen, die damals angefangen haben. Und das ist nicht leicht. Das ist auch klar, das gibt auch das eine oder andere Anpassungsproblem, das ist normal. Aber was Zorc über die ganzen Jahre für den BVB geleistet hat und was Reinhard im Ganzen für diesen Club geleistet hat, ist einmalig. Ne? Nur jetzt sind die beiden weg, das ist jetzt mein Problem. Ja. Deshalb schauen wir mal ein bisschen in die Zukunft. Wie geht es weiter mit dem BVB? Was wünschst du dir für 23? Wie sieht es aus? Ja, gut, wir stellen uns an. Wir haben ja gemeinsam beschlossen, dass wir jetzt auch den Generationenwechsel einleiten. Wir haben einen relativ jungen Sportdirektor noch, wir haben einen jungen Trainer, beide aus dem BVB, aus der BVB-Familie heraus, denen müssen wir jetzt vertrauen. Wir kriegen jetzt ein neues Präsidium. Vorteil ist, dass man sie alle kennt. Trotzdem reißt Reinhard Rauberl immer eine Lücke, da müssen wir auch nicht drüber reden. Es muss alles zueinander finden und meine Aufgabe ist es sicherlich in diesem ganzen Bereich, das zu moderieren. Das ist ja jetzt schon so, ich habe ja jetzt mittlerweile, wenn ich sehe, aufgrund der ganzen Geschichten und der ganzen Aufgaben, die ich habe, wann habe ich noch mal die Möglichkeit, da mit dem Team oder mit den handelnden Personen im Fußball, da kriege ich relativ wenig von mit. Das ist aber auch richtig, weil irgendwann muss es ja auch mal ohne mich gehen. Und demzufolge hat der Sebastian Kehl da jetzt da großen Einfluss und Edin ist da und jetzt geht es darum, auch mit dem neuen Präsidium gut hinzukommen. Also wir werden das hinkriegen, aber das ist auch nicht so einfach. Freuen wir uns auf spannende Zeiten mit unserem BVB. Vielen Dank, Aki, dass du die Sehr Zeit gern. genommen hast. Drücken wir die Daumen, dass vor allen Dingen morgen dann gewonnen wird gegen die Gladbacher und die Wünsche für das Ende des Jahres, dass die auch in Erfüllung gehen. Vielen, vielen Dank. Dankeschön.